Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade der Saison ein, nicht mehr lange. Dann haben wir alle Entscheidungen. Meister, wer kommt ins europäische Geschäft, wer steigt ab, wer rettet sich über die Relegation oder auch nicht. Ja, heute gibt's leider keine Spiele, weil Karfreitag ist. Dafür morgen ein paar mehr Spiele. Ich lade das Video aber trotzdem heute hoch, dass ihr noch genug Zeit habt, eure Tipps abzugeben. Freiburg gegen Hoffenheim, damit geht's los. Die Freiburger haben letzte Woche in Gladbach gewonnen. Sehr spannendes Spiel. Auch zwei Mannschaften, die halt noch ums europäische Geschäft kämpfen. Am Ende hatten die Freiburger dann die Nase ein bisschen vorne. Hoffenheim hat zu Hause gegen Mainz gewonnen. 2:0, das war so ein bisschen überraschend. Gut aus Sicht von Frankfurt-Fans, dann haben wir den Konkurrenten so ein bisschen auf Distanz gehalten. Ist natürlich trotzdem noch alles drin, ne, auf den letzten Metern. Von daher muss man da auch immer wieder gucken. Für Hoffenheim war das auch ganz wichtig, weil die stehen halt auch noch unten im Abstiegskampf drin. Haben jetzt aber eine bessere Ausgangslage als zum Beispiel Bochum, Holstein Kiel oder auch Heidenheim. Ich schätze, die Freiburger aber trotzdem stärker ein. Ich würde die auch auf Sieg tippen. Wieder einfach aus dem Bauch raus. Keine Ahnung, ey. Egal, was ich hier tippe, egal bei welchem Spiel. Es kommt meistens immer ein bisschen anders. Aber hier mache ich mal ein knappes 2:1 für Freiburg, weil ja, die spielen zu Hause. Ist zwar ein Derby. Und die wollen den Schwung mitnehmen aus dem Spiel gegen Gladbach. Die wissen jetzt auch, worum es geht. Und die letzten Spiele, da ist dann immer noch mal ein bisschen mehr Feuer drin. Ne? Also deswegen, aus meiner Sicht, gewinnt Freiburg gegen Hoffenheim. Vielleicht mit 2:1. Nächste Begegnung ist Bremen gegen Bochum. Bremen hat letzte Woche überraschend in Stuttgart gewonnen. Da ist mein Tipp so ein bisschen aufgegangen. Ich habe ja gesagt, man muss auch mal gegen den Strom schwimmen und auch mal etwas Verrücktes tippen. Das habe ich gemacht und von daher ist das auch ganz gut aufgegangen. Bochum hat zu Hause gegen Augsburg verloren. 2:1. Die stehen jetzt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Es war eigentlich ja alles angerichtet. Gutes Wetter, gute Stimmung. Waren dann auch ein Mann mehr, haben dann ausgeglichen in der zweiten Halbzeit. Und dann haben die, weil irgendwie die ganze Verteidigung auf der einen Seite war und der Augsburger links ganz frei war, haben sie den irgendwie vergessen. Und dann haben sie halt noch das 2:1 gemacht und dann war Bochum natürlich auch am Boden. Es bleiben halt nicht mehr viele Spiele und die Chance oder beziehungsweise der Glaube dran, Bochum irgendwie auf den 16. Platz zu hieven oder mindestens und sich dann wieder über die Relegation zu retten, fällt mir ein bisschen schwer, je nachdem, gegen wen sie dann spielen würden. Aber es sind noch 5 Spiele, da kann noch so viel passieren, die sind so eng zusammen. Wir gucken das uns gleich nochmal dann auch in der Tabelle an zum Schluss. Ich mache trotzdem Bremen hier auf Sieg, ich mache mal einen klareren Sieg, 3:0. Weil ich glaube schon, dass Bremen jetzt auch den Schwung nochmal mitnimmt, dass sie auch wirklich alles versuchen werden, gerade zu Hause nochmal ein paar Punkte einzufahren, um dann vielleicht auch am Ende wieder international zu spielen, mal nach langer, langer Zeit. Und ich denke mal, die Conference League, ach, was ist denn los mit meinem Mikrofonkabel? Die Conference League wäre okay für Bremen, also Hauptsache international. Ich glaube, das wäre den Fans dann egal, ob sie in der Conference League oder Euroleague spielt. Genau, also Bremer Heimsieg gegen Bochum ist realistisch, ob es dann so zustande kommt oder ob Bochum uns da in die Suppe spuckt. Wir werden es sehen. Dann haben wir zwei Mannschaften, die letzte Woche verloren haben. Mainz in Hoffenheim mit 2:0. Wie gesagt, auch sehr überraschend. Viele Fans mitgekommen. Aber das hat die Hoffenheimer gar nicht gejuckt. Die haben dann zu Hause ja auch verdient gewonnen am Ende. Ne? Also Hoffenheim hat schon gut Druck gemacht. Klar, die haben auch den Druck im Rücken. Ja, der Abstieg oder die Abstiegsplätze, die Relegationsplätze, den Relegationsplatz, den dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Die sind noch nicht gerettet. Ja, die sind aber in einer guten Ausgangslage. Besser als Bochum zum Beispiel. Die ja, werden sich wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder retten und dann auch nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen. Wolfsburg hat zu Hause gegen Leipzig verloren am Freitagabend 3:2. War doch ein sehr torreiches Spiel und am Ende haben die Leipziger dann halt ja, das eine Tor mehr gemacht. Ob sie unbedingt besser waren, weiß ich nicht. Zweite Halbzeit war wohl sehr ausgeglichen, aber gut, am Ende zählt halt das nackte Ergebnis. Das sind eigentlich auch wieder 3 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist nun mal so, es zählt das nackte Ergebnis. Und gerade jetzt in der entscheidenden Phase der Saison geht es einfach nur darum, die Spiele zu gewinnen, egal wie. Und bei Mainz gegen Wolfsburg, das ist auch wieder ein sehr, sehr gefährliches Spiel, ein sehr gefährliches Ergebnis zu tippen. Jeder rechnet jetzt mit Mainz, dass die eine Reaktion zeigen. Wolfsburg ist aber auch noch nicht raus aus dem Kampf der internationalen Plätze oder um die internationalen Plätze. Wird das vielleicht ein Unentschieden? Boah, weiß ich nicht. Ne? Beide wollen gewinnen. Beide haben verloren. Ich mache jetzt mal da mein erstes Unentschieden. Ich mache mal ein 1:1, weil vielleicht beide wollen, beide können nicht zurecht, beide stehen sich so ein bisschen selber im Weg. Das wäre jetzt einfach so die Prognose, die ich abgeben würde. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es auch einen Sieger. Vielleicht wird sich irgendeine Mannschaft mal ein bisschen befreien. Aber ich tippe mal ein 1:1. Dann haben wir ein Duell der völligen Gegensätze. Leipzig gegen Holstein Kiel. Leipzig, wie gerade schon gesagt, in Wolfsburg gewonnen mit 3:2. Die sind jetzt auch, glaube ich, auf dem Champions League Platz. Die wollen natürlich auch in die Champions League. Von mir aus nicht. Wie gesagt, von mir aus dürfen sie gerne in der sportlichen Versenkung verschwinden für immer. Aber wird wohl darauf hinauslaufen, dass Leipzig sich auch dieses Jahr doch noch für die Champions League qualifiziert. Sah ja lange Zeit nicht so aus. Da war ja auch viel Trubel. Und jetzt ist Marco Rose, wie gesagt, entlassen. Und Jolt Löw macht da wohl einen guten Job.
Naja, wir werden sehen. Und Holstein Kiel, die haben zu Hause gegen St. Pauli auch ein wichtiges Spiel verloren, knapp mit 2:1. Da wird es halt auch jetzt noch schwerer. Also ich glaube, die haben mit die schlechteste Ausgangslage. Die haben, glaube ich, 4 oder 5 Punkte Rückstand schon auf den Relegationsplatz. Haben jetzt zum Beispiel ein Spiel in Leipzig, wo halt nach dem Spieltag auch schon eventuell alles vorbei sein kann, muss nicht. Die können ja auch einen Überraschungssieg landen, aber ich kann es mir auch da nicht vorstellen. Ich tippe jetzt auch Leipzig auf Sieg. Ich brauche die Punkte, um noch ein bisschen nach oben zu kommen in der Tabelle. Und ich glaube, ich mache hier mal ein deutliches 4:0. Also wie gesagt, tut mir leid an jeden Holstein-Kiel-Fan. Ich würde es auch gerne anders tippen, aber mir fehlt die Fantasie. Ich meine, die Kieler haben auch in München noch einen 4-Tore-Rückstand fast aufgeholt, aber in Leipzig. Also ich würde es mir wünschen. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Wie gesagt, dass Holstein Kiel da irgendwas holt. Und wenn es nur ein Punkt ist. Aber ich glaube, realistisch gesehen, dass die in Leipzig da leider nichts holen werden. Von daher mache ich mal ein klares 4:0. Vielleicht wird es ja nicht so klar. Vielleicht gelingt Kiel auch so eine kleine Überraschung. Heidenheim gegen die Bayern. Auch ein weiteres sehr interessantes Spiel für beide Teams. Heidenheim hat nämlich letzte Woche in Frankfurt verloren. 3:0. Haben so 10 bis 15 Minuten in der zweiten Halbzeit ganz gut Druck gemacht, gut gepresst. Erste Halbzeit hatten sie auch ein paar gute Gelegenheiten, aber im Endeffekt hat Frankfurt das dann souverän runtergespielt. Aus deren Sicht dann auch ganz, ganz wichtig. Und für Heidenheim, ja, ist halt auch das Heimspiel gegen Bayern. Genauso wie Kiel in Leipzig. Ein richtig, richtig schweres Spiel. Die müssen aber irgendwie da einen Punkt holen oder auch gewinnen. Die Bayern haben letzte Woche zwar in der Liga zu Hause nur 2:2 gegen Dortmund gespielt, sind aber trotzdem auf dem besten Weg, deutscher Meister zu werden. Da bleibe ich auch dabei, auch wenn sie unter der Woche jetzt gegen Inter Mailand unglücklich ausgeschieden sind. Ja, im Endeffekt für die Bundesliga wird es reichen, aber international ist der Kader einfach, Stand jetzt, wie er jetzt ist, nicht stark genug. Klar, Musiala hat auch gefehlt, Davis hat gefehlt, Upamecano, also das sind schon Hypotheken, die kannst du einfach nicht wegdiskutieren. Ja, Inter hat aber auch nicht schlecht gespielt, die Bayern haben hinten zu viel zugelassen, haben vorne zu wenig reingemacht und von daher ist jetzt auch die Frage, wer die Champions League gewinnt. Schreibt das auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Wir haben jetzt noch Paris, wir haben Arsenal, wir haben Inter und Barca. So, ich würde vermuten Barcelona, spontan, weil die mit dem besten Fußball spielen, aber Champions League ist alles möglich. So, und was ist jetzt hier in dem Ligaspiel möglich? Heidenheim, Bayern, glaube ich auch, dass die Bayern jetzt gerade auch das Ding zumachen wollen. Ja, jetzt haben sie nach dem Pokal auch die Champions League verloren. Also nichts mit Finale der Horn. Jetzt wollen sie aber in der Liga zumindest das Ding klar machen. Ich glaube, es wird auch ein knappes Spiel, ein enges Spiel. Es wird auch nicht einfach in Heidenheim, weil die natürlich auch sich wehren werden mit Hinblick auf die Tabellensituation. Aber ich glaube, dass die Bayern das gewinnen. Ich mache hier mal ein ganz knappes 2:1. Dann kommen wir zum Topspiel an dem Samstagabend. Das ist Union gegen den VfB Stuttgart. Union hat jetzt auch eine richtig gute Phase erwischt. Die haben 0:0 in Leverkusen gespielt. Haben meiste Zeit defensiv hinten den Laden gut dicht gehalten. Leverkusen ist wenig eingefallen und von daher hat Steffen Baumgart, muss man so sagen, Union ein bisschen stabilisiert. Die werden auch nicht absteigen. Also da gehe ich jetzt fest von aus, dass Union das nicht mehr verspielt. Ich glaube, das geht schon fast rechnerisch gar nicht mehr. Aber wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle. Nicht, dass ich euch wieder irgendwas Falsches erzähle. Und der VfB hat zu Hause gegen Bremen verloren. Ja, auch die sind so ein bisschen am struggeln, müssen auch zusehen, dass sie noch ein paar Punkte holen, um sich zumindest für die Euroleague zu qualifizieren. Oder sie machen es halt über den Umweg DFB-Pokal. Aber ich glaube, dass die Stuttgarter das auch über die Liga schaffen wollen. Und von daher wird das auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Sehr schwer für Stuttgart auf jeden Fall. Also generell gegen Union da zu bestehen, wenn die den Beton erstmal anrühren. Aber das werden sie, glaube ich, gegen Stuttgart nicht machen. Also nicht schon wieder, kann ich mir nicht vorstellen. Aber trotzdem mache ich da dann auch mal ein Unentschieden. Ich glaube, beide wollen auch. Beide können vielleicht nicht so recht. Die Stuttgarter werden viel anlaufen müssen und werden wahrscheinlich oft verteidigt von den Berlinern. Von daher tippe ich da auch mal ein 1:1. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht zeigen die Stuttgarter ja wie in Bochum ihre Qualität. Aber ich glaube, Union ist nochmal ein bisschen anderes Kaliber als Bochum. Aber wir lassen uns auch da natürlich wie immer überraschen. Am Sonntag haben wir dann noch 3 Spiele. Ja, Ostersonntag, Augsburg gegen Frankfurt, Dortmund, Gladbach und St. Pauli gegen Leverkusen. Fangen wir an mit Augsburg gegen Frankfurt. Die Augsburger haben in Bochum gewonnen. 2:1. Mit einem Mann weniger haben sie es dann am Ende noch gut rausgespielt. Und die sind halt auch, ich sage ja, in jedem Spiel geht es für beide Teams um irgendetwas. Also es gibt, glaube ich, kein Spiel, wo es um nichts geht. Also zumindest Stand jetzt. Ich weiß ja nicht, wie das am 33. Spieltag ist, aber Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass es für beide Mannschaften jeweils noch um was geht. Ja, Augsburg will ins internationale Geschäft. Auch da würde die Conference League, denke ich, reichen. Euroleague, klar, ist auch noch rechnerisch drin. Frankfurt auf der anderen Seite hat Heidenheim zu Hause geschlagen. 3:0. Sehr souverän dann unter dem Strich viele Chancen rausgearbeitet. Das wirklich seriös zu Ende gespielt. Da war die Befürchtung auch groß, dass man das vielleicht so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Und
da auch irgendwie nur einen Punkt holt oder sogar verliert. Aber wir haben jetzt Stand jetzt erstmal, also Stand der Aufnahme, 5 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Also es müsste wirklich schon mit dem Teufel zugehen. Wie gesagt, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Wir haben schon mal so einen großen Vorsprung verspielt, damals unter Hütter. Von daher bin ich dann nochmal ein bisschen vorsichtiger. Aber es müsste schon sehr viel mit dem Teufel zugehen, dass die Eintracht sich nicht für die Champions League über die Liga qualifiziert. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Ja, und wenn sie es über die Europa League schaffen, also Stand jetzt der Aufnahme ist ja heute Abend noch ein wichtiges Spiel gegen die Tottenham Hotspur. Stand des Videos, wenn es rauskommt, wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe einfach, dass die Eintracht, ja, 100% auf den Platz lässt. Also mit den Zuschauern im Rücken, glaube ich, wird das ein richtig schönes Spiel. Vielleicht gibt es eine Choreo am Anfang. Das Stadion wird auf jeden Fall ultra, ultra laut sein. Sowas haben die Spurs-Fans und die Spurs-Spieler selber noch nicht gesehen und erlebt. Und dann braucht man auch einfach ein bisschen Spielglück. Ja, man braucht eine gute Tagesform, du musst gut reinkommen ins Spiel und dann ist es halt ein 50-50-Spiel, weil die Spurs auch trotzdem immer noch eine starke Truppe sind. Obwohl die in der Premier League gerade jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber ich finde trotzdem, das ist eine richtig gute Mannschaft. Ja, vielleicht reizt es am Ende, vielleicht auch nicht. Wir werden es dann zum Stand der Veröffentlichung hier schon wissen. Zum Stand der Aufnahme natürlich noch nicht. Deswegen, die Aufregung ist schon so ein bisschen da. Naja, wir gucken mal. Also hier vom Ergebnis her wünsche ich mir natürlich einen Auswärtssieg. Aber Frankfurt in Augsburg, gerade gegen Augsburg, auch immer sehr, sehr unangenehm zu spielen. Sehr ekliger Gegner, sehr robuste Spielweise. Und je nachdem, wie halt das Europa-League-Spiel ausgeht, entweder mit so einem kleinen Kater oder eine jetzt erst recht Mentalität, sich über die Liga für die Champions League zu qualifizieren. Ich vermute mal, dass die Augsburger das eventuell ausnutzen werden, dass die Eintracht noch ein paar schwere Beine hat. Aber ich hoffe natürlich auf einen Sieg in Augsburg. Wir lassen uns auch da wie immer überraschen. Dann haben wir ein schönes Borussenduell. Dortmund zu Hause gegen Gladbach. Auch Dortmund hat unter der Woche das Wunder knapp verpasst gegen Barca. 3-1 gewonnen. Dazwischen noch ein Eigentor von Bensebaini. Also es war auf jeden Fall möglich. Ja, Dortmund hatte ein paar Chancen, auch 4 Tore zu schießen. Aber am Ende sind sie dann so ein bisschen an sich selber gescheitert, würde ich sagen. Aber gut gespielt. Also, wie gesagt, das im Rückspiel noch so knapp zu halten, das, ja, da kann man auch Respekt vor zollen. Dortmund hat in der Liga letzte Woche in München 2-2 gespielt. Auch respektabel, haben geführt, dann zurückgelegen, haben sich dann wieder zurückgekämpft. Ich bleibe ja nach wie vor dabei, wenn Niko Kovac auch bleibt und nicht im Sommer wieder entlassen wird und sich wieder ein neuer Trainer gesucht wird und er die Vorbereitung bekommt, seine Spieler, hat man in Frankfurt gesehen, dann kann er wirklich was aufbauen. Eine Mannschaft, die sich, ja, die einfach eine Mannschaft wird, ja, die sich zerreißt auf dem Platz, die sich hilft gegenseitig, die vielleicht nochmal ein bisschen spielerische Qualität mit dazu bekommt und dann wird Dortmund auch, denke ich, nächste Saison wieder unter die besten oder Top 4, 5 kommen, je nachdem, was die anderen Mannschaften machen. Also das sehe ich schon realistisch. Gladbach hat zu Hause gegen Freiburg verloren. Wichtiges Spiel auch im Kampf um das internationale Geschäft. Aber auch Gladbach ist noch nicht raus. Das ist so eng zusammen. Wir gucken uns gleich nochmal die ganze Tabelle an. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und deswegen ist hier die Frage Dortmund. Legen sie nach, nehmen den Schwung mit und wollen nochmal alles rausholen. Ich glaube ja. Ich glaube, dass Dortmund auch das gewinnt. 2-0. Also die müssen, Stand ihrer Rechnung ist 5 Spiele gewinnen. Ja, alles andere haben sie selber nicht mehr in der eigenen Hand. Da brauchen sie so ein bisschen Schützenhilfe. Aber ich glaube, zu Hause gegen Gladbach könnten sie das machen. Die sind schon qualitativ gerade vorne in der Offensive ein bisschen besser gesetzt. Oder besetzt. Hinten muss man mal gucken, wer spielt. Aber ich gehe mal davon aus, dass Dortmund gewinnt. Und der Abschluss dann um 19:30 Uhr mit St. Pauli gegen Leverkusen. St. Pauli hat in Kiel einen wichtigen Sieg geholt. 2:1. Die entfernen sich jetzt auch immer mehr und mehr von dem Relegationsplatz bzw. Abstiegsplätzen. Die könnten das wirklich schaffen. Die haben jetzt noch 5 Spiele. Die anderen müssen auch ihre Spiele erstmal gewinnen. Und von daher kann St. Pauli das ein bisschen entspannter angehen. Werden sie natürlich nicht, klar. Die werden bis zum Schluss durchziehen, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, abzusteigen. Leverkusen hat zu Hause 0-0 gespielt gegen Union. Das war natürlich die große Chance für Leverkusen. Hätten sie gewonnen gegen Union, klar, dann weiß man auch nicht, wie die Bayern gespielt hätten gegen Dortmund dann am Abend. Aber das wären dann nur noch 3 Punkte gewesen. Beziehungsweise 4 Punkte gewesen, 5 Spieltage vor Schluss. Das ist jetzt natürlich immer noch machbar, aber ich bleibe nach wie vor dabei, dass die Bayern das machen, dass die jetzt erst recht zumindest sich mit einem Titel verabschieden wollen aus der Saison und Meister werden. Dazu hat Leverkusen einfach zu viele Punkte auch liegen gelassen schon. Ja, also jetzt gegen Union und es gab diverse Spiele, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber es gab diverse Spiele, die Leverkusen auch hätte gewinnen müssen. Um den Bayern so ein bisschen mehr Druck zu machen. Aber ich glaube, das wird die Saison nicht reichen. Ich glaube trotzdem, dass sie auf St. Pauli gewinnen. Auch hier mache ich mal ein knappes 2:1 wegen der Tordifferenz. Ne? Immer mal so ein bisschen gucken. Und dann sind das wieder sehr, sehr spannende Tipps. Viele interessante Tipps.
Viele wilde Tipps, muss ich auch sagen, bei manchen bin ich mir auch jetzt nicht sicher. Aber gut, das ist wie jeden Spieltag. Du kannst tippen, was du willst, du hast es eh nicht in der eigenen Hand. Von daher speichere ich die Tipps und wir gucken, bevor wir auf die Gesamtübersicht gehen, mal auf die aktuelle Tabelle. Und da haben wir folgende Übersicht. Also Bayern ist oben mit 6 Punkten Vorsprung, dann Frankfurt dahinter auf Platz 3. Die haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Mainz, je nachdem, wie die gegen Wolfsburg spielen. Leipzig, gehe ich davon aus, werden Kiel zu Hause schlagen. Dann haben wir Freiburg, Gladbach. 45, 44. Dann haben wir 3 Mannschaften mit 42 Punkten. Dortmund, Bremen und Augsburg. Dann haben wir Stuttgart mit 40. Wolfsburg mit 38. Die sind auch theoretisch, wenn die in Mainz gewinnen, noch nicht raus. Also hier der Kampf um Platz 7, Platz 6 oder ich sag mal Platz 5 bis 10. Nehmen wir Stuttgart und Wolfsburg noch mit rein. Platz 5 bis Platz 12. Das sind 7 Punkte. Das ist in 5 Spielen immer noch aufzuholen. Auch mit 12 Wochen Militärtraining für Männer über 40. Ihr seht hier die Werbung hinter mir, da habe ich nichts mit zu tun nach wie vor. Und unten sieht es genauso spannend aus. Kiel hat jetzt 4 Punkte Rückstand auf Heidenheim. Heidenheim hat wiederum 6 Punkte Rückstand auf St. Pauli. Und ihr seht Union, die sind eigentlich raus. Das sind jetzt 12 Punkte, die werden nicht absteigen. Hoffenheim ist auch so gut wie raus. Es geht jetzt logischerweise unter diesen letzten 4. Und ich glaube, dass Holstein Kiel absteigen wird. Das ist einfach meine Prognose. Holstein Kiel wird absteigen und dann wird sich das zwischen Heidenheim und Bochum entscheiden. St. Pauli wird sich auch retten. Stand jetzt. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche aussieht. Vielleicht ist das auch schon wieder ganz anders. Weiß ich ja nicht. Je nachdem, wie die hier spielen. Die spielen ja immer nicht so, wie man es hier getippt hat. Also, die Gesamtübersicht. Bei uns wird es auch jetzt immer spannender und spannender. Rast ist auf der 1. Musikklo, Prinz Pölten, Hegebusch, der lange Zeit auf Platz 1 stand, ist jetzt auf Platz 4 abgerutscht. 7 Punkte Rückstand. Dann der Cem, der It Olise, SGE Sascha, Bergmann und so weiter und so fort. Ich bin auch ein bisschen nach oben gekommen, Platz 39. Ich muss also nicht auf die zweite Seite, um mich zu sehen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, und dann sage ich euch wie immer, viel Glück für eure Mannschaften, viel Spaß am Wochenende, schöne Ostern auf jeden Fall wünsche ich euch. Ja, verbringt ein paar schöne Momente mit euren engsten Freunden, mit euren Familien. Das ist ja auch bei so einem Fest das Wichtigste, dass man einfach ein bisschen zusammenkommt. Wir blicken schon mal voraus auf den 31. Spieltag. Da haben wir unter anderem Derby, Stuttgart gegen Heidenheim. Wir haben Bayern zu Hause gegen Mainz, also da auch für die Mainzer im Blick auf das internationale Geschäft auch nochmal ein schwieriges Spiel. Frankfurt zu Hause gegen Leipzig, dann das Spitzenspiel am Samstagabend, also da auch direktes Duell um die Champions League. Wolfsburg gegen Freiburg, Leverkusen, Augsburg. Schwer. Bremen, St. Pauli, Nordderby. Wird ein sehr, sehr interessanter 31. Spieltag und dann stehen vielleicht schon ein paar Entscheidungen fest. Leichte Tendenzen kann man dann geben. Naja, dann sind wir alle ein bisschen schlauer. Eine Woche später. Also macht's gut, euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, schöne Ostern und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit den Tipps zu Spieltag 31 und dann gibt es ja auch bald die Auflösung meines Prognosevideos. Ich habe am Anfang der Saison, wer es nicht mitbekommen hat, ein Prognosevideo gemacht und das werden wir uns natürlich dann auch anschauen, da werde ich eine Reaction zu machen. Wird, glaube ich, eine der wenigen Reactions sein, die ich mache auf meinem Kanal und dann bin ich gespannt, wie ich getippt habe, ob ich gut getippt habe oder nicht. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt und jetzt bin ich raus. Macht's gut, schönes Wochenende und schöne Ostern.